Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Heute geht es um dieses iPad Case, das euer iPad zu einem Notebook umwandelt. Es ist kompatibel mit dem iPad 2 und dem iPad 3 und enthält auch noch eine Batterie. So, schauen wir uns jetzt mal den Inhalt des Paketes an. Okay. Zum Vorschein kommt ein gut ausgepolstertes kleines Paket mit einem kleinen Griff, um die Tastatur leichter herauszubekommen. Und hier sieht man die Tastatur. Okay, liegt ganz gut in der Hand, ist matt. Machen wir die mal auf. Okay, eine Tastatur. Hier noch das Bluetooth. Hier die Tastaturbatterie, die auch das iPad versorgen kann, bis zu 55 Stunden. So, schauen wir mal, ob sich noch was im Paket verbirgt. Okay, kleines Kabel und noch eine Bedienungsanleitung. Okay. Dieses kleine Kabel dient zur Stromversorgung der Tastatur. Also das heißt, man kann das an jeden Laptop schließen oder beziehungsweise mit einem Adapter kann man dann die Tastatur aufladen und auch umgekehrt. Man kann den also das USB-Kabel an die Tastatur anschließen und damit andere Geräte aufladen. So, schauen wir uns mal das Case genauer an. Wie man hier schon in der Mitte sehen kann, ist hier eine größere Aussparung für das Apple-Logo auf der Rückseite vom iPad. Hier dann noch die Aussparung für den Sleep-Button, der Kamera, lauter leiser Tasten, Kopfhörer, dem Dock, dem Lautsprechern und hier dann noch der Aufladeanschluss rechts und links dann noch der USB-Anschluss. So, um jetzt die Tastatur benutzen zu können, muss man jetzt erstmal in die Einstellungen, dann auf Allgemein, hier dann auf Bluetooth und das dann aktivieren. So, jetzt stecken wir mal das iPad jetzt in die Halterung rein. Das geht eigentlich ganz einfach. Man muss es nur da reinstecken und bis es hier oben Klapp macht, so, dann ist es richtig installiert. Verbinden wir jetzt erstmal das Ganze. Also, wir haben ja vorher schon das Bluetooth angemacht. Gehen wir jetzt auf die Einstellungen. Dann hier auf Bluetooth. Und hier steht dann, es sucht Geräte. Als nächstes erstmal machen wir die Tastaturbatterie an. Und das Bluetooth machen wir an. So, jetzt drücken wir, okay, da ist es schon, dass es die Tastatur gefunden hat. Jetzt drücken wir erstmal 5 Sekunden auf den Bluetooth-Button. Also bis es anfängt zu blinken. So. Und hier wird dann angezeigt, dass es gefunden wurde. Jetzt einmal klickt man hier drauf. Und jetzt koppelt es. Und gleich kommt die Meldung. Da. Geben Sie den PIN-Code 8544 ein auf der Apple Bluetooth Keyboard. So, das machen wir jetzt. So. Dann gehen wir erstmal, da steht 8. So. 8544. Drücken Enter. So, jetzt ist es verbunden. So, das ist verbunden. Jetzt können wir die Tastatur auch vollständig benutzen. Also das heißt so. So, schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Funktionen der Tastatur an. Also zum Beispiel jetzt die ganzen Zahlen von 1 bis 0. Zum Beispiel jetzt www.spieledb.com oder www.fnq.de. Funktioniert alles. Tabulator-Taste gibt es natürlich auch. Also I, U, Y, D. Ach, und noch eine kleine Anmerkung. Und zwar ist es ja eigentlich so, dass Q, W, E, R, T, Z. Aber da, wo das Z eigentlich sein sollte, ist ein Y, weil es ja die amerikanische Tastatur ist. Aber beachtet es einfach nicht. Das Y ist ein Z und das Z ist ein Y. So, die Sonderzeichen gibt es natürlich auch. So. Die ganzen Sonderzeichen.
scharfes S, das Mögliche. So, ja, die ganzen Sonderzeichen. Großschrift gibt es natürlich auch. Kleinschrift. Nur ein Buchstabe groß, dann wieder klein. Oder so. Ja. Backspace gibt es natürlich auch. Und ganz oben links, also neben F1 ist der Home-Button. F1 ist selber Spotlight-Suche. Hier kann man natürlich mit F5 entscheiden, ob man mit der virtuellen Tastatur schreiben möchte oder mit der richtigen, also mit der angeschlossenen. Mit F2 und F3 kann man die Helligkeit regeln. Mit F6 wählt man die Tastatur aus. F7, F8, F9, F10, F11, F12 ist alles für die Musik zuständig, also lauter, leiser, beziehungsweise Play, nach, also nächster Musiktitel oder vorletzter Musiktitel. Und jetzt testen wir mal die Funktion, dass die Tastatur auch andere Geräte aufladen kann. Als erstes nehme ich mal meinen iPod. Hier, das ist ein iPod. Und natürlich das Aufladekabel. So, das nehmen wir jetzt alles und machen das. So, hier ist ja der USB-Anschluss. Nehmen wir jetzt und stecken das hier, und es geht richtig rum, da rein. So. Anfangs hört man ein ganz kurzes Piepen und dann lädt es auch auf, wie man hier sehen kann. So, lädt es gerade auf. Ja. So, ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Sollte es weitere Fragen geben oder Wünsche oder Anregungen, schreibt sie mir in die Kommentare oder schreibt mir eine Privatnachricht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.